Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von The Legend of Heroes Trails from Zero. Boah, ich hätte es fast falsch ausgesprochen. Egal. Wir sind immer noch Anfang von Kapitel 1, jetzt die zweite Folge von Kapitel 1 mehr oder weniger. Und wir sind immer noch in Crossbill unterwegs, um so ein paar Punkte abzuklappern, nebenbei so ein paar Aufgaben zu absolvieren, denn wir haben ja noch hier Overdue Book Retrieval, Hunting for Ingredients und Assistance with New Service. Ich weiß noch nicht, ob wir dazu heute kommen werden, aber ich habe ein gutes Gefühl, weil wir jetzt noch ein paar Sachen abklappern werden und ich nicht weiß, wie lange das dauern wird. Ich habe mir halt diese Sachen aufgeschrieben, wo so einzigartige Gespräche stattfinden sollen. Ob die denn wirklich so interessant sind, sei mal so dahingestellt, aber zum Beispiel hier können wir mit Grace quatschen. Oh, my beloved SSS has come again. Hello, how's life treating you? Don't hello us, Grace. We saw you felt it necessary to write yet another article about us. Come on, guys, turn those frowns upside down. Things may look a bit shaky right now, but trust me, I'm rooting for you. Oh, you'll have to forgive me, but I'm actually a teensy bit busy this week. Don't have much time for chit-chat, you know? I'll be counting on you guys to embroil yourself in another rewriting story for me by the time I get back. Capiche? Sure. Ja, diese Gespräche sind nicht immer so dramatisch, aber ich glaube, ich habe mir die damals rausgeschrieben, einfach aus dem Grund auch, damit wir einfach ein bisschen was auch von dieser ganzen Open World, was heißt Open World, aber von diesen ganzen Nebengesprächen mitbekommen. Ich habe das ja schon mal erklärt, Trails ist dafür bekannt, dass es nach jedem kleinen bis mittelgroßen Fortschritt der Geschichte neue Gespräche für jede Figur gibt. Dass jede Nebenfigur mehr oder weniger so eine kleine Geschichte hat. Okay, diese Wache jetzt vielleicht nicht, aber es gibt wirklich Nebenfiguren, die könnt ihr komplett verpassen. Die haben einen eigenen Storybogen innerhalb des Spiels, den ihr komplett liegen lassen könnt. Und er findet trotzdem statt. So, bevor wir das aber machen, machen wir erstmal das hier. Das ist die erste Nebenmission nämlich. Welcome to the International Bank of Crossbill. Oh no, this is a surprise. It's been quite a while, hasn't it, Mr. McDowell? Huh? Are you acquainted, Ellie? Hello, Len Fay. Indeed, it has been a while. I haven't seen you since you returned from your studies abroad. Oh yes, that reminds me. Would you like me to inform Mrs. Croix of your arrival? She's currently overseeing Miss Helm's operations, but I'm sure she'd rush back if I notified her that you were here. I'm glad to hear that Belle's still keeping herself busy. That's okay though, I'm not here to discuss anything important with her today. I'll visit her another day when I have the chance. Is that so? I send her your regards then. Damn, Mademoiselle Elise got connections in the IBC? Yeah, they seem to be on a pretty friendly terms too. She continues to uphold her image of the perfect noble lady. I can hear you, you know. Aren't we here to get work done, Lloyd? Oh yeah, you're right we are. Whoops, got a bit too sidetracked. Please allow me to introduce ourselves. We're members of the CPD's Special Support Section. I believe we received a request from the IBC for help. Das ist echt für meinen Mund ein kleiner Zungenbrecher, ey. Oh, is that what this is all about? My apologies. I'll explain the details to you immediately. Great, thank you. You may have read about it in the finance section of the paper already, but the IBC will soon be rolling out a new service to exchange sapith. Essentially, our service will allow patrons to exchange sapith at a higher rate than the average market value. So you're offering to carve up more dove than everybody's shop? Man, talk about deluxe treatment. The service's purpose is to amass a larger reservoir of sapith due to the scarcity of natural septium. Oh Gott, ey, heute lesen nicht mein Ding. The IBC is unparalleled when it comes to designing simple yet effective initiatives. You flatter us. However, to counteract theft and sapith counterfeiting, we've limited the service to IBC members for the time being. Our main goal right now is to make it so that we can store the sapith in our terminals. We'd like for you to help us beta test this feature, hence the request. Sounds good. What exactly do we need to do? Great, first things first, please take this card with you. The IBC primary card. You'll need to present that card to me here in order to perform an exchange. Additionally, for this beta test, we'll need you to exchange a specific amount of sapith. 30 of each type of sapith should be sufficient.
30 of each type. Got it. Sounds cool. Let's give it a spin. Oh, by the way, there's no requirement for us to deposit them all at the same time. We can turn it in little by little while we take a break from our other requests. Okay, das Ding ist aber... genau, das ist alles cool. Das Ding ist aber, ich weiß immer nicht, wie viel man schon gegeben hat. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo angezeigt wurde. Ich habe das in Erinnerung, dass das nicht angezeigt wurde. Deswegen will ich das auch auf einmal machen. So, Exchange. Nämlich jetzt von jedem 30 Stück. Und da hätten wir jetzt schon die Sachen ausgegeben. So, 30. Dann könnten wir diese Quest nicht so einfach lösen. Jetzt ist das super easy. So, Exchange. Guck mal, da kriegen wir auch richtig viel Kohle für, von daher. Oh, it appears you've managed to exchange 30 of each Sepith type. Just one moment, please. Hello, this is the reception desk. I'd like to convert 30 of each type of Sepith into Mira, please. Right. Okay, I see. Yes, understood. I've confirmed the transaction with our employees at the exchange terminal. There was an incident where an employee confused Earth Sepith and Space Sepith, but we were thankfully able to clear that up. Here's hoping things will run smoothly from now on. I'm guessing they've got a bit more hands-on experience now. I'm glad we were able to be of service to you. Oh, of course, you've been an immense help. It's not much, but please take this as a token of our appreciation. Tira Bomb, cool. Revolving Bomb, EP charge, a rather generous reward. But that's not all. You can keep using the VIP cards I gave you earlier. You're all special guests, so you may continue to use our exchange service as you please. Please consider it as another token of our thanks. Are you sure about this? Isn't this too much? Ain't this supposed to be a service meant for IBC members only? You're telling me we're getting these awesome perks all thanks to much more Ellie here? I highly doubt that's the reason why. You've not giving us special treatment because of me, right, Lanfei? Of course not. Please visit again if there's anything I can assist you with in the future. Cool. Siehst du, und damit haben wir die erste Quest schon geschafft. Ach genau, ich wollte noch eine Sache nachgucken. Combat, haben wir eigentlich alles gescannt, was ich scannen wollte? Ja, haben wir. Und daran seht ihr mal, was alles noch auf uns wartet. Hahaha. So, hier soll es noch sagen. Excuse me, only staff members are permitted to go beyond the here. Entry is prohibited to those without authorization. Oh, that jacket of yours. Are you guys a part of the CPD? Ja. Okay. Also eigentlich sollen da welche rauskommen, vielleicht kommen die jetzt. Ja, guck mal, kommen sie auch. Well then, everything seems to be running smoothly. Thanks again. You've been a great help, Chief. This kind of algorithm is especially challenging. Is that... Ja. I have not seen you in some time, Chief. That voice. Well, if it isn't you. How are you doing these days? Chief, is this man your boss? That is correct. He's my direct boss and the chief of the Orbital Staff Development Division. He specializes in orbital computer networking and acts as the head of the Epstein Foundation's Crossbow branch. I suppose you could call him my supervisor. Everything appears to be running smoothly at the new division of the CPD. I'm quite relieved to see you doing well. But why don't you ever come by to deliver reports to you? I'm quite worried about you. Is that the official explanation behind your gracious delivery of an orbital staff to the weapons shop for me? You know, now that I think about it, Wendy mentioned that somebody from the Foundation drops by pretty frequently. Well, you see, there's a perfectly reasonable explanation for that. I've really done it now. She is no doubt angry with me. But how can she expect me to leave a child like her to go to her own devices in a city like this? Your behavior is suspicious, Chief. What could you possibly mean? Please refrain from secretly leaving new equipment for me at different locations. I'm not trying to participate in a scavenger hunt. I see your point to you, and I'm terribly sorry for all of this. Truly, please don't be upset with me. It is precisely your behavior at times like this that upsets me, Chief. You're right, I understand.
Aren't you being too harsh to you? I'm unable to help it. I'm irritated beyond comprehension. Und das ist Chief Roberts, ihr eigentlicher Chef. Und ja, er ist halt ein bisschen durch. Ich kann es nicht anders sagen. Damit haben wir hier schon mal alles gesehen. Genau, im Harbour District waren wir auch schon. Dann kommen wir jetzt zum Administrative District. Da können wir auch schon direkt die nächste Quest annehmen, nämlich haben wir nicht hier auch sogar ein neues Buch direkt, was wir lesen können? The Saint and the White Wolf is on the shelf. Das lese ich jetzt nicht vor. Das kann ich aber euch sehr empfehlen, durchzulesen. Aber auch hier, das wird nach und nach pro Kapitel, Unterkapitel aufgefüllt. Sucht euch einfach Kiseki Trails Wiki raus und lest euch das einfach am Stück durch. Ich finde es im Spiel irgendwie ganz cool, das durchzulesen. Ich mag auch die Belohnung, die die Bücher so geben, indem man wirklich immer was hat, worauf man sich freuen kann. Aber ich finde so gerade für euch jetzt, um das so nachzuverfolgen, ist es deutlich einfacher, einfach am Stück zu lesen. Es ist ja auch nicht lang. Diese 6 Seiten sind ja keine richtigen 6 Seiten. Aber nehmen wir erstmal unseren Auftrag an. Genau. Hi again, Uncle Miles. Lloyd, it's good to see you. Have you come to borrow more books? Actually, we're here for your request. I believe you sent a request to the SSS for help, right? You were asking for help to locate and retrieve some overdue books? By golly, you're right. I did submit a request like that, didn't I? Let's get to it, shall we? Allow me to explain the details. Okay? Yeah, of course. Splendid. You're doing me a huge favor. You see, several of our patrons have yet to bring in their overdue books. I'd like for you to locate and return them to me. Understood? Doesn't sound too bad to me. Sure, do you have their addresses? Yep, that information is tied to their library cards. Give me a moment to bring it up for you. The first person is Faye, who lives in Belham Apartments on West Street. Next we have Clarice from the Acacia Apartments on East Street. Last we have Raymond from the CPD headquarters in the Administrative District. Raymond, you must stop embarrassing us. I'm sorry, Uncle, I wasn't expecting someone from the force to lack punctuality. Don't worry about it. I'm just hoping that the reader was so engrossed by the contents of their book that they simply forgot to return it on time. I sense that your hopes are highly unlikely. There are quite a number of people out there who pay no regard to the rules. What the hell are you looking at me like that for? No reason. Anyway, our objective is clear. We'll retrieve those books for you ASAP. Great, thank you. Please return to me once you've collected all 3 books. I'm counting on you, Lloyd. Okay, dann haben wir das schon mal. Guck mal, dann können wir auch gleich hier im Administrative District doch eigentlich gucken, oder? Warte mal, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Wir können auch mit Franz quatschen, der steht hier rum. Ne, der ist drin, glaube ich, ne? Übrigens hier, da werden wir später auch noch lang gehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon ganz am Anfang gesagt. Das ist aber eine Folge, die ich aufgenommen habe vor langer Zeit, letztes Jahr. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Aber ja, da kommt im nächsten Spiel ein wahnsinnig cooles Gebäude hin mit einem super coolen Theme. Ich hatte damals den Eindruck, dass dieses Theme irgendwie nicht so reinpasst, weil es viel zu modern ist. Aber es passt zum Turm deswegen auch schon wieder. Ach genau, wir können auch mit Rebecca quatschen. Oh, that reminds me. Did you hear the news? The CPD is currently conducting a survey on the monsters local to Crossbow. Really? What exactly does that entail? Well, I'm sure you're already aware that your combat notebook has a section for monster entries, right? After defeating a monster, officers are supposed to record its information in their notebooks. The data is just what we need for the survey, so once you start filling up that notebook, please come and show it to me. In the end, we'll combine all the information we received together to use as the foundation for new safety measures. Quite a smart idea, huh? Definitely. I'm glad to see that the CPD is seeking out ways to improve. I couldn't say it better myself. After all, this is to protect the fine citizens of Crossbow. I nearly forgot. Whenever you supply me with information, I'll give you a small bonus too. Make sure you stop by when you can, okay? Ja, easy, machen wir. It looks to me like you've been hard at work filling out your combat notebook. I'd like to record your information into our database. Ich finde es halt so geil, dass Walt ja im Grunde genommen auch als Monster, also die ganzen Schläge halt als Monster jetzt registriert werden
Und Countermeasures dann in der Stadt auch für die gelten. Finde ich eigentlich eine lustige Idee. I'd like to record the information into our database. Mind if I see it for a minute? With pleasure. Dum, dum, da, da, dum. Thank you very much. Here's your notebook back. And please accept this as compensation for your hard work. 500 Miro, new material. Don't forget to stop by once you've collected more monster data, okay? Thanks, we will. Of course, we'll see, bla bla bla, genau. Das Interessante ist übrigens, dieses U-Material, das können wir benutzen, um unsere Waffen zu verstärken. Das werden wir kaum benutzen, vielleicht mal zum Schluss, aber das Ding ist, man kann halt in der Frequenz, in der man einfach die Waffen verbessern kann man fast auch einfach neue kaufen, die sowieso besser sind. Es lohnt sich also nicht immer so wahnsinnig, deswegen machen wir das hier auch an der Stelle kaum. So. How's it going, Detective Raymond? Oh, if it isn't the SSS, you guys got some business at HQ to tend to? I'll admit, you got guts playing dumb like this, as if we'd be fooled by your little act. But we see right through you, Raymond. The real culprit here is you. What? Randy cooled with the pranks, okay? It was not even clever. Oh, come on, I'm a police officer, aren't I? I had to pull out that line at least once in my life, you know? What's he going on about? Sorry about that, Detective Raymond. We're here because of a request from the library. You wouldn't happen to have an overdue library book, would you? Ah, crap, now that you mention it. Yeah, I'm pretty sure I have one. Yeah, yeah. So, Detective Raymond, did you perhaps misplace this book of yours? No, I don't think so. Why the uncertainty then? I'll go look for it. Okay. I managed to find it. Here you go. Woman Who Changed the World. Phew, thank goodness. Really left us in suspense there, Raymond. Though I have to ask, what inspired you to check out this particular book? To my knowledge, it's a pretty extensive account of historic female figures and the incredible feats they've accomplished. Yeah, well, when I saw the title, I thought I was checking out a photo album with a bunch of hot chicks from across the continent. After I cracked the thing open and realized it was definitely not that, I kinda just left it in my drawer and forgot about it. I do not think the library is the right place to search for that kind of book. Well, we get the book back, so all's well that ends well. We appreciate your cooperation, Detective Raymond. Anytime, guys. Das kleine Schweinchen, es hat gedacht. So, ist hier Franz? Officer Franz? Nee, das ist einfach irgendein Officer. Dort. Yeah, we've got a busy day on our hands. We've got a meeting this morning, right? That's right, they're determining everybody's patrol routes in the Metropolitan Division. It's been a month since I joined the CPD, so they think it's time to throw me into the thick of things. My superiors are pretty giddy about it. Good luck, man. Seems like things are just as busy on your end. Thanks, you all hang in there, alright? Can't imagine you guys have a pretty rough. Just know I'm rooting for you, from one rookie to another. Das ist nämlich das Schöne. Auch da wieder gutes Beispiel für, dass eine Figur seinen eigenen Story-Arc mehr oder weniger noch mit hat. Nämlich, dass Franz die ganze Zeit ja auch ein Rookie ist, so wie Leute, ist halt nur nicht Detektiv geworden, sondern halt normaler Polizist und der eben auch jetzt seine Laufbahn verfolgt. So, ich glaube, hier kriegen wir noch ein Rezept. Welcome, I'm going to teach you guys how to make some delicious juice of your own. It's important that you rehydrate your body after a long walk or an intense workout. Ja, wollte schon sagen, genau. Das haben wir noch. Dann haben wir schon fast alles durch. Jetzt fehlt noch der Entertainment District. Oh, da gibt's etwas. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen, weil ich hasse es. Und es ist absolut nicht meins. Hast du noch was für uns? Nee, die verkaufen nur Eiscreme. Die ist übrigens sehr aggressiv. Wie heißt sie nochmal? Sophie. Hey, listen to this cool recommendation. Try out Sophie's ice cream. You don't want to dilly-dally for too long. I'm usually sold out by the afternoon. Die ist so geil, die verkauft halt süßes Eis an viele Leute, aber sie rastet immer voll aus, wenn man es nicht kauft. So, wir können jetzt erstmal ins Casino rein. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Alright, I think I'll go for a couple of rounds today. I am beginning to think that you have an addiction, Randy. Just when he should be patrolling, he always ends up getting carried away in the casino. We're supposed to be gathering intel here, so I won't tell you can't play at all. Just try to show some restraint, Randy. Genau, wir können jetzt hier, das ist quasi Minigames, können wir machen. Und
das ist Exchange, genau. Ein Token und ein Token kostet 5 Mira. Also alles mal 5. Diese Uniformen, Dinger, die sind super. Auch das Dart-Set ist super. Das Ding ist nur, wir bräuchten, wenn wir das für alle haben wollen, brauchen wir alleine schon 4.000, 4, 2, also 6.000 hierfür und dann nochmal 7.000. Und 7.000 mal 5 müsst ihr rechnen. So viel Geld haben wir gar nicht. Das geht also überhaupt nicht. Hier, schau mal. 5.000 wären das alleine. Das ist halt ein bisschen viel. Und jetzt kann man halt das erspielen. Das sind aber wirklich Glücksspiele. Das heißt, da ist auch wirklich viel Glück dabei, ob man das schafft oder nicht. Entsprechend. Welcome to you, to Burst Casino, everyone. Bla 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 bla. Ja, das ist der Besitzer. Die haben. Randy kommt hier tatsächlich relativ oft hin. Ich glaube, falls wir das wirklich mal machen, weil dieses Dart-Set würde ich halt schon ganz gerne haben, dann machen wir das entweder, wenn ich sehr viel Geld habe, oder wir verschieben das auf zwischen die Folgen und ich mache das, weil das kann wirklich, ich habe ungelogen bei der Switch-Version mehrere Stunden gebraucht, um genug Geld zu erspielen, weil es wirklich einfach nur Glück ist. Und das macht keinen Spaß, das macht wirklich keinen Spaß. Ich habe den Downtown District vergessen, fällt mir gerade auf, ne? Ja, das ist blöd gelaufen. Tja. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir hier reingehen? Hey, you brats. You got some business here or something? Huh? What's this, a police badge? These the ones that caught Fabio and the others? For real? You're screwing with me, right? They're just a bunch of kids. Pretty safe to assume this building belongs to the Mafia. Think we should leave. It'd be a bad idea to provoke them. Auch hier schön wieder mit der Perspektive gespielt. Das sieht, ich finde, es sieht gut aus. So, hast du vielleicht noch irgendwas für uns? Accomplished quite the feat the other day, didn't we? I didn't expect you to go along with the Testament's leader's plan to lure them out. Color me impressed. Huh? How do you know about that? I don't think that was even covered in the Crossbill Times. Oh, I didn't read about it. You do know about informants, right? Don't you? With the right amount of Mira, you can get just about any information you'd like. Informants? Leave it to Crossbill to have a bunch of sketchy jobs like that. Übrigens, bei Ismail, da können wir auch richtig geiles Zeug kaufen. Die Dinger sind nur arschteuer. Können wir uns gar nicht leisten. Ach, übrigens, habe ich nicht sogar noch... Nee, die sind alle ausgerüstet. Habe ich nicht vielleicht sogar noch? Nee, hiervon habe ich nichts mehr, aber Ornament. Protection. Ich habe gar keinen Platz für die. Ich muss erstmal Plätze für die freischalten. Deswegen habe ich die noch nicht ausgerüstet. Okay, dann ist das jetzt unser nächstes Ziel. Wir müssen ja sowieso noch zum Downtown District, glaube ich. Dann können wir nämlich hier auch nochmal gucken, ob wir vielleicht 1, 2 Slots aufkriegen. Slot can be opened. Habe ich denn genug? Jawohl. Der hört schon auf, aber kriege ich für Tio vielleicht? Nein, kriege ich nicht. Nein, kriege ich nicht. Ich hab's schon verkackt. Ich kriege für keinen anderen irgendwas auf. Egal, dann kriegt halt Leute die ganzen Sachen. Ist halt nicht mal ein Problem, sag ich mal so, ne? Kriegt ein bisschen Quartz reingesteckt. Was können wir denn machen? Information. Bei Detection displays treasure locations on the minimap. Und Information Enemies. Ah, okay. Ja, können wir machen. Ist jetzt nicht so der also brauche ich nicht. Aber ich muss die sowieso analysieren, sonst ist das für, also, wenn wir auf dem Schlachtfeld stehen, die angreifen, dann sehen wir sofort, gegen was sind die, ja, nicht allergisch, aber gegen was ist deren Schwäche, etc. Also diese ganzen Stats, die wir eigentlich durch Analyse erst freischalten müssen, die sind dann schon einsehbar. Es bringt uns nur für unser Monster, wie heißt es nochmal? Für unser Combat-Buch bringt uns das gar nichts, weil die dadurch nicht erfasst werden. Das ist wirklich nur für den Moment, dass wir es sehen. So, Downtown District, wen haben wir denn noch? Wir können hier einmal in Exchange Shop ran, der ist nämlich jetzt geöffnet. Nine Valley. Und das ist doch so geil. Ich hätte niemals gedacht, dass Jingo, diese kleine Person, nochmal für die Nachfolge so wichtig wird. So, Mama, we have new customers. Can I sell them some weapons? Yeah, new customers? Sell them the untraceable stuff. You heard it, folks. So you're buying something today? Actually, could you tell us what kind of store this is? We sell goods. Anything you need, we got it.
Usually, right now we only have mats and quartz in stock, like this one and that one. Oh yeah, don't count on using any mirror, that stuff leaves a trail. Pay with goods only. This continues to sound more suspicious by the minute. What I think she's trying to say is that this is some kind of exchange job, right? Genau. Das ist das Interessante, dass das eigentlich spielerisch nur wirklich was ist, wo man Sachen tauschen kann. Aber im Endeffekt ist es inhaltlich für später nochmal wirklich interessant und wichtig. So, hey, welcome. What can I do for you today? Hey, folks are here. If my eyes aren't deceiving me, you're those cops that were recently featured in the Crossbill Times. Well, whatever, as long as I'm making a buck, I don't care. If you need me to spruce up your gear, let me know. I mainly dabble in ordnance repairs, but I can reinforce your weapons if you need it. Just ask me to enhance them and I'll get to it. You can enhance weapons? Yep, reinforcing weapons is child's play if I have the right materials on hand. I may not look like the part anymore, but I was actually a specialist at the Epstein Foundation's Materials Engineering Division back in my prime. Just know that your gear's in good hands. You once worked at the Foundation? Impressive. That would explain your proficiency with modifications. Sweet, sounds like we've got ourselves a nice hookup for some decked-out weapons. Okay, ja. Genau, und auch das wieder... Das ist der Dude, der früher da bei Genten auch gearbeitet hat, der ehemalige Boss von unserer Freundin. Auch das wieder, dass ich das noch weiß, ne, so gut. Und der kann unsere Waffen jetzt verstärken, aber nochmal, das werde ich nicht tun. Das ist halt irgendwie quatschig, weil wir zu schnell danach eine neue Waffe kaufen können, die sowieso besser ist, also mache ich das gar nicht erst. Wir können aber noch, und das machen wir auf jeden Fall, warte mal, was haben wir eigentlich nochmal für Nebenmissionen? Ich muss gerade gucken. Genau, Hunting for Ingredients and Overdue Book Retrieval. The Raymond, Miss Claire, who lives in the... genau. In der East Street, hier in diesem Apartmentkomplex, dessen Name ich einfach niemals aussprechen kann. Und auch wahrscheinlich niemals aussprechen können werde. Akakia. Asasia. Akacia. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du das Buch? Nein. Ach genau, übrigens auch das wieder. Azel ist derjenige, der von den Testaments angegriffen wurde. Und wenn ihr das weiterverfolgt, ist total spannend, wie er noch Teil der Testaments bleibt, aber aufgrund seiner Familie, seiner Schwester und etc. hier wirklich versucht, oder ist das seine Mama? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall egal, auf jeden Fall versucht rückzutreten und dann anfängt in der Bar zu arbeiten, nicht mehr rauszugehen. Solche kleinen Geschichten stecken überall drin. Das ist schon sau cool gemacht. So. Hast du das Buch? Nein. Yeah. Ach ja, das Apartment ist jetzt natürlich offen. Ihr werdet auch merken, warum. Das ist wirklich einfach die Mama von Fran und Noel. Ja. Excuse me, Miss Seeker. Do you have a moment? Oh yes. How may I help you? We're here because of a support request we received from the city's library. Are you borrowing any books from the library that you've yet to return? Oh, I am. I completely forgot about it. Oh dear, I'm afraid this book is long overdue by now, isn't it? It appears she had a mere lapse in memory. I suppose I'm becoming more forgetful with age. I'm sure Noel wouldn't let me hear the end of this if she found out. Anyway, please wait here for a moment while I get it for you. Okay, danke. Wo will sie denn in dieser Wohnung groß suchen? Da stehen 2 Betten. This should be the one. Mark and the Witch Part 1. Oh, this book. What's up, Mademoiselle. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Das ist Mademoiselle, weil Randy überlegt sich für alle immer irgendwelche Spitznamen und das ist Mademoiselle. Versteht er? Oh Gott, ich bin so dumm, dass ich das jetzt erst verstehe. Read this before? Yes, actually. It's one of the most popular fairy tales at the library. Whenever my neighbor Serena goes to work, she always asks if I can watch after her little brother Oigot. So I thought that it might be a fun idea to read books together, which led me to this one. I'm glad he was so taken in by it. Oh, really? Kind of want to read it now, too. Well, thank you very much for your cooperation, ma'am. Oh, not at all. The pleasure was mine. Believe me, I'll make sure to return my books on time from now on. Cool, das ist lieb von dir. Da fehlt ja nur noch 1, ne? Und zwar, das war jetzt diesmal Belheim, meine ich. Also wir müssen komplett auf der West Street rüber. Das kriegen wir auch hin. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Hier. Genau. Und das war...
War das die Kleine? Wollte ich die deswegen ansprechen? Weil ich erinnere mich, dass ich mit der auch noch quatschen muss. Doesn't seem like phasing right now. Maybe I'll try asking Pansy. Ja, genau, das war's nämlich. Hey there, Pansy. Is your dad busy working today? Oh, you're Wendy's friend, aren't you? Did you need something? Yeah, actually, I wanted to ask your dad a quick question if he's around, but it doesn't look like he is. Oh, Dad, he's off on a business trip. He won't be back for another 2 months. Oh, that's right, darn. Yeah, I'm not about to start going through this stuff without permission. Are you guys looking for something? Yes, we're here to retrieve a book your father borrowed from the library. Do you recall him making any mention of it? Is it the one I'm reading right now? Mind if I take a look? I can check to see if it is. Sure. It's got a stamp from the library. That's probably the one. Oh, phooey. Seriously, Dad, I can't believe you'd leave on a business trip without returning your book. Sorry about that. Do you mind taking the book in for me? Are you sure? Didn't you say you were in the middle of reading it? I believe you can apply for an extension at the library's front desk. No, it's okay. I was kind of just looking through it. It's actually pretty boring. I mean, did you even read the title? Let's see. Train Fanatic Rex. Yeah, that definitely sounds like some niche literature to me, Christine. I bet Dad borrowed it to try and get me interested in becoming a railway engineer. I'm not going to fall for his tricks that easily, no sir. So yeah, feel free to return it for me. Sure thing, thanks for helping us out. Ja, damit haben wir alle Bücher. Kann ich die nicht auch eigentlich lesen, theoretisch? Ja, Tatsache. Book Ali Dr. Glenn. Market the White Witch. Übrigens auch fantastische Geschichte mit der, sowohl Back Alley Dr. Glenn als auch dies mit der White Witch. Super, weil es auch wieder Probleme im Kontinent anspricht. Kristallisierung bei Glenn und das mit der Hexe im Wald. Das ist noch etwas, was in Cold Steel sehr viel, sehr wichtig wird. Dass das hier schon so angeteased wird, finde ich eigentlich eine coole Idee. Dann bringen wir die Bücher. Wobei, warte mal. Ich kann doch noch hier rein. Nämlich in eine Bäckerei. Hey Leute, back again already? Are you in the mood to chow down on some bread? Not quite. Instead of chowing down, don't you think we have something else to attend to? You sent a request to the special support section, right? Huh? Did I? Please notify any other Oscars on the premises of our arrival. Come on, Oscar, we're here. We're on the job here. Oh yeah, I remember now. I wanted to see if you guys could help me gather some ingredients for a new kind of bread. Our usual supply has been running late, so we're kinda low in stock. Oh, gotcha. Well, you certainly can't bake without any ingredients. You could say that again, so you guys mind lending me a hand? If that's all there is to it, you can leave it to us, Oscar. So what kind of ingredients are you looking for? Well, I've got plenty of butter and flour. I want you to gather 4 pieces of fish fillet and 3 monster eggs if you up to the challenge. That's it, we can snatch those up right on the outskirts of the city, no sweat. It's convenient, we'll try gathering them as we deal with our other support requests. Ja, das können wir auch diese Folge auf gar keinen Fall mehr machen, weil das ist ein bisschen umfangreicher als die anderen Quests, aber Stichwort andere Quests. Die zweite von den anderen Quests, die können wir hingegen auf jeden Fall schon absolvieren, denn wir haben alle Bücher. Oh, you're back. Were you able to collect all of the overdue books already? Sure did. Here you are. Bam, bam, bam. Great, looks like you managed to collect all 3 of them in one piece. Thanks again, glad I have a group of reliable folks like you to count on. I'm quite happy to hear that. I believe this completes your request. It sure does, Tio. Thank you so much. I might just have to reach out to you guys again in the future. Anytime, we're always happy to help. Ja, und damit haben wir die Quest auch schon absolviert. Dann können wir nämlich da auch schon mal unsere Belohnungen für abholen, würde ich sagen. Falsche Richtung. Müssen hier lang. Ach, Crossbill, ey, wie ich diese Stadt immer vermisse. Es ist auch nicht das gleiche in den Cold Steel Teilen. Es ist ein bisschen anders. So, erstmal reporten wir. Fran, wir haben was für dich. Jawohl, kriegen wir nämlich auch noch Geld für, das ist gut. So. Kriegen wir auch Geld für. Und haben damit
schon mal 2 Nebenquests nebenbei noch heute geschafft. Das ist ja super. Und werden dann hier, glaube ich, auch einen kleinen Cut machen. Ist eigentlich ein guter Moment, denn jetzt wird es... Moment, nee, wir machen einen kleinen Cut ganz woanders. Und zwar... Doch noch nicht. Dadum.おいおい、そりゃないぜ。動力バスってのはどのくらい出ているんだ？そこそこ数はあるはずだけど。時刻表によると次の便は2時間後みたいですね。そんなに？1日に数本しか走ってないってことかよ。困ったな。今日中に病院くらいまでは回っておきたいんだけど、かといって他の場所を先に回るってのもな。そうね、捜査方針を立てたばかりだし。だったら歩いていけばいいのでは？え？ティオちゃん？おいおい、マジかよ。地図で確認する限り、ここからアルモリカ村まで歩いて1時間半くらいの距離かと。Übrigens auch da wieder schön, das mit den Distanzen. Also für uns sind das keine 1,5 Stunden. Für uns sind das eher so vielleicht maximal 10 Minuten. Also wirklich nicht lang. Und das finde ich halt wieder so cool, dass dieser Stil macht es möglich, dass das absolut in sich schlüssig und stimmig wirkt. Weil die Entfernungen mit so einem Stil eben realistischer wirken, weil sowieso alles abstrakter ist. Und dann kann das halt auch sein, dass das einfach nur so eine metaphorische Entfernung ist. Und diese ganzen Bereiche in Wirklichkeit viel größer sind. Und das ist etwas, was halt später in den 3D-Teilen, wo die Proportionen deutlich realistischer sind, in Anführungszeichen realistischer, aber nachvollziehbarer für unsere Größenverhältnisse, da wirkt es plötzlich komisch, wenn die Distanzen nur so kurz sind. 待ち時間も考えたら2時間半はかかるはずです。歩いた方が効率的ではないでしょうか。なるほど、計算ではそうなるわね。確かアルモリカ村の前には田園風景が広がる石畳の道が通っているはずだし、ハイキングがてら行ってみるのも気分がいいかもしれないわね。おいおい、お嬢さんたちあんなこと言ってるぞ。どう考えても街道を歩いたことがないって雰囲気だよな。どうしたの2人とも。いや街道には魔獣もいるけど2人とも大丈夫か？それを言われると。でも今までにもジオフロントに何度か潜っているわけだし。Ja, ein paar. それに私はオーバルスタッフのテストをする必要もあります。多少の実践でしたらむしろ望むところですが。わかった。そこまで言うなら歩こうか。ええ、そうしましょう。ちょっとだけ楽しみね。Mann, ich stelle es immer sich noch viel zu schön vor. こんなことならお弁当でも作ってくればよかったかしら。確かに。まあお昼前には村に到着できるはずですから。おいえ。2人がへばったら俺たちでフォローしよう。へいへい、了解。So, und damit fängt's an und ihr könnt euch schon vorstellen, was bei den anderen Bushaltestellen auch alles passiert. Ja, wir werden keinen einzigen Bus bekommen. Ich finde es aber auch schön, dass sie das logisch verpacken, indem sie zum Schluss wirklich einfach sagen, hey, wir könnten jetzt sogar den Bus nehmen, aber lass einfach laufen, weil irgendwie ist der Vorteil, den wir dadurch gewinnen, nämlich Stärke und Wissen durch die Umgebung dann doch groß genug. Und damit wandeln sie so ein bisschen auf den Bracer-Pfaden, aber das kommt erst in sehr viel später.
In ein paar Folgen erst wahrscheinlich. Deswegen machen wir jetzt hier den Cut, denn wir sind jetzt aus Crossbell raus. Wir werden in der nächsten Folge dann wirklich auch mal die Ländereien erkunden. Ihr merkt schon da hinten, es ist nicht so ganz detailreich. Ich finde aber in dieser abstrahierten Grafik das alles noch verschmerzbarer und es gibt wirklich schöne Panoramen, die ihr ab der nächsten Folge langsam sehen könnt. In diesem Sinne, freut euch drauf. Es wird eine tolle nächste Folge. Bis dahin, danke fürs Dabeisein und tschüss.